Hallo, da bin ich wieder aus der Sommerpause und mein erstes Video kann beginnen. Ich arbeite heute auf einem Stück Aquarellpapier, das habe ich festgeklebt und wie immer muss ich es grundieren und das mache ich jetzt im ersten Schritt. Ich nehme einen matten Acrylbinder und grundiere mit einem leicht angefeuchteten breiten Pinsel mein Blatt vollständig. Um einen leichten Einstieg zu finden, habe ich mir jetzt etwas Packpapier herausgesucht. Daraus reiße ich zwei Formen aus, die ich anschließend mit einem Acrylbinder aufklebe. Bevor ich sie festklebe, kann ich sie noch ein bisschen hin und her schieben, um eine optimale Komposition zu haben. Jedes Stück bestreiche ich von der Rückseite zunächst mit dem matten Acrylbinder. Anschließend klebe ich es auf und bestreiche es auch von der Vorderseite. Das lasse ich zunächst ein wenig antrocknen, bevor ich den nächsten Schritt mache. Nach der langen Sommerpause habe ich ein bisschen Ladehemmung und deswegen nehme ich mir einfach einen Bleistift und krickel ein bisschen in meinem Bild herum, um die Angst vor dem Blatt zu verlieren. Hier habe ich mir einen Polychromos-Stift genommen, einen etwas kräftigeren Stift, der etwas dunklere Linien macht. An dieser Stelle fehlt ein Zwischenstück. Ich habe mit einem Pinsel etwas verdünnte weiße Farbe noch über einzelne Stellen gestrichen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Nun aber geht es in die Farbe. Zunächst einmal drei Farben, ein kühles, helleres Blau, ein Primärgelb und ein kühles Grün. Diese Farben sollen meine Hauptfarben für das Bild sein. Den Pinsel hatte ich zuvor etwas angefeuchtet und trage nun die Farbe sehr verdünnt auf das Bild auf. Sie soll feucht sein, aber keine Pfützen bilden. Und ihr könnt euch schon denken, welche Technik jetzt folgt. Ich tropfe gleich etwas Alkohol hinein.
Dazu nehme ich ein Bioethanol, einen relativ hochprozentigen, über 90%, und tropfe ganz vorsichtig ein paar Tropfen hinein. Ein paar Momente darf das Ganze trocknen, bevor ich dann doch mit einem Tuch wieder hineintupfe, um die Strukturen etwas zurückzunehmen. Die waren mir zu dominant. Auch hier oben rechts kommt noch etwas verdünnte Farbe hinzu. Auch diese wird später mit einem Tuch nochmal etwas weggetupft. Um an einigen Stellen Farbe und Strukturen etwas zu reduzieren, trage ich darüber noch einmal etwas verdünntes Weiß auf. Nun möchte ich etwas mehr Kontrast hineinbringen und auch eine etwas gebrochene Farbe, und ich vermische das Blau mit etwas Umbra. Das Ganze verdünne ich mit Wasser. Der Pinsel ist recht feucht und ich bin ganz mutig und trage diese feuchte, sehr dünne Mischung über viele Stellen, fast über 3/4 des Bildes auf. Nun kann ich mit einem Spachtel in die feuchte Farbe hineinkratzen und erzeuge damit Linien und Strukturen. In diesen ersten Phasen des Bildes mache ich mir noch nicht sehr viele Gedanken über die Komposition. Ich arbeite intuitiv und kombiniere einfach verschiedene Techniken. An dieser Stelle war mir sehr nach intensiverer Farbe. Jetzt, wo so viele gebrochene Töne zu sehen sind, brauche ich nochmal das Blau in etwas klarerer Form. Hier seht ihr ganz deutlich diese neue Form, die ich gerade gemalt habe. Die ist sehr viel dunkler als alle anderen Elemente des Bildes, deswegen ist sie sehr dominant. Ich werde sie später etwas in ihrer Dunkelheit zurücknehmen. Das heißt, ich werde sie etwas heller gestalten. Hier füge ich dem Bild noch ein paar kleine farbige Elemente zu. Deswegen könnt ihr das jetzt mal aus der Nähe sehen. Und etwas Weiß, um noch die Kontraste zu erhöhen.
Ich arbeite aber an dieser Stelle immer noch relativ intuitiv und mache mir keine großen Gedanken über die Bildwirkung zum Schluss. Es macht gar nichts aus, wenn ich zu viele Techniken jetzt im Moment noch im Bild habe, noch zu viele Strukturen oder zu viele Farben, denn im letzten Schritt kann ich diese immer wieder zurücknehmen und vereinfachen. Hier entferne ich das Maskierband, nicht weil ich schon fertig bin, sondern weil ich das Bild zwischendurch auch einmal drehen möchte, um es aus anderen Perspektiven zu sehen und besser beurteilen zu können. Vor dem weißen Hintergrund kann ich die Farben und die Komposition noch besser beurteilen. Und ich habe festgestellt, dass mir einige Stellen noch zu schwer sind und einige sind mir auch zu strukturiert. Deswegen muss das Bild nochmal unter den Pinsel. An einigen kleinen Stellen bringe ich noch etwas Kontrast mit dem schwarzen Polychromos Stift hinein. Ich bin noch nicht sicher, ob es fertig ist. Ich habe es einfach mal an die Wand gehängt, um es mal aus der Ferne zu betrachten. Und ich glaube, es fehlt mir auf jeden Fall noch Farbe. Diese Stelle in der Mitte gefällt mir eigentlich schon ganz gut hier mit diesen verschiedenen Strukturen. Aber hier links, das werde ich wahrscheinlich noch verändern. Mit etwas Geduld mische ich mir ein gebrochenes, etwas helleres Blau. Damit gestalte ich den für mich etwas zu wuseligen Hintergrund auf der linken Seite.
das war's, glaube ich. Hier fehlt mir nur ein bisschen Gelb noch. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss!